Servus und hallo liebe Leute zum wöchentlichen Baustellen-Update meines Hausbaus. Heute die Dokumentation oder die Folge Nummer 48. Auch wenn es sicherlich im Hang einige Herausforderungen gab, haben wir es geschafft, den dreistöckigen Rohbau inklusive Dachstuhl und Deckung zu errichten. Mittlerweile wurden die Fenster eingebaut, das Haus verkabelt, die Innenwände verputzt und mit dem fertigen Estrich wurde ein Riesenmeilenstein erreicht. Und die Woche ist die Isolierung gekommen. Videos habe ich auch dazu gemacht, die schmeiße ich euch jetzt rein. So, da ist jetzt die Lieferung gekommen. Es hat jetzt keine 5 Minuten gedauert, dann ist es auch schon umgefallen direkt auf die Straße da. Das habe ich jetzt alles hier rüber geschoben. Die ganzen Türme, jetzt seht ihr, wie das da drauf liegt. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt ewig lang, die ganze Nacht, immer, war alles draußen, wie jetzt letztens im Video. Jetzt schaue ich aus dem Fenster raus, ist der Stoß umgefallen. Scheiße! Ja! Fuck! Holy shit! Holy shit! Weltuntergang bald! Heilige Scheiße! Was? Ah! Alter! Jetzt Gedanken sind unter mich vorbei. Heilige Scheiße. Hoffentlich sind die jetzt nicht irgendwie da unten. Scheiße, Alter. Ich habe jetzt da alles zusammengewürfelt. Ich hatte so das Glück, dass das nicht hier irgendwie runtergefallen ist. Ihr seht es ja. Das ist jetzt vielleicht das oberste Zehntel von dem gesamten Hang darunter. Die Teile hinter mir jetzt alle da an die Wand gestapelt. Das ist einfach nur brutal. Das müsst ihr euch vorstellen, die sind nicht einzeln irgendwie da gestanden. Da war schon rundherum, die da oben, die da jetzt komplett schief drinnen hängen, das muss ich mir jetzt noch anschauen. Einfach nur gestört. Die waren eigentlich recht sicher. Die waren auch gestern Nacht und so die ganze Zeit da und jetzt hat es alles runtergehauen. Ich hoffe, das funktioniert ein bisschen mit Gewichten. Hier hinter der Stützmauer, normalerweise hier ist es weggeschützt. Leute, jetzt da hoch. Mal schauen. Alles jetzt hier in der Garage drinnen. Das Riesenpaket, gerade mal so, dass das Platz hat. Ihr wisst es ja, da sind ja die Fensterläden auch drinnen und so. Alter Schwede, und jetzt muss ich mir irgendwas überlegen zu dem. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Das ist die Folie, die quasi alles zusammenhält. Die eigentlich super fest und super gut alles verschnürt. Ist ja blockartig, also das müsste schon passen, aber das hat alles drüber geweht. Unvorstellbar. Also was das für eine Kraft jetzt gewesen ist, die da böenmäßig gekommen ist. Wahnsinn. Leute, jetzt hat es mein Dixie-Klo erwischt. Ich komm raus. Die Pipifox hat einen Geist aufgegeben. Ai. Ihr habt es jetzt gesehen im Video. Gar nicht so einfach die ganze Sache. Vor allem, jetzt ist alles hier drinnen. Ihr seht es war vorher schon eng. Jetzt ist es wirklich komplett voll. Aber jetzt kommt der Clou zu dem Ganzen. Das kommt alles wieder weg. Ich habe heute den Anruf bekommen, das ist tatsächlich die falsche Isolierung, da kommt was anderes drauf. Also jetzt alles, was ihr jetzt gesehen habt, war eigentlich unterm Strich für die Fische. Es entstehen keine Mehrkosten oder sonstiges für mich, aber nächste Woche wird das mitgenommen, es wird das Neue geliefert und am Dienstag soll dann tatsächlich mit der Fassade gestartet werden. Mit dem Bekleben zumindest. Aber es waren die Zimmerer da. Ich zeige es euch jetzt in der Zeitrafferaufnahme. Habe ich wieder 2 Stück gemacht. Wie ihr wisst, wir haben auch andere Reolink-Kameras natürlich auch am Start. Super schöne Woche. Und der letzte Stand war der Tropfladen, der rundherum grundsätzlich angebracht worden ist. Beziehungsweise eigentlich nur so 4/8er Lotten, also die Grundleiste dafür. Kooperationspartner dieser Folge ist Reolink natürlich. Heute, seit einer Woche, haben wir jetzt die Track Mix Akku WLAN am Start. Die hängt dort oben, ist nämlich akkubetrieben, kann natürlich auch mit Solar betrieben werden. Eine 2K 4 Megapixel Kamera. Das Spezielle bei der, sie hat 2 Linsen, eine Weitwinkellinse und ein Teleobjektiv. Das bedeutet die optimale Überwachung mit Live-Tracking zusätzlich. Also der Weitwinkel oben, darunter dann noch die detaillierte Ansicht zu den Ganzen. Und natürlich bei uns jetzt wieder mit dem Home Hub System verbunden. Dadurch können alle Geräte, die man von Reolink eben so anschafft, mit denen man sein Haus oder den Bereich überwachen möchte,
gesichert zusammenfassen, verschlüsseln und natürlich zentralisiert dann verwalten. Und das alles geht nicht nur mit den WLAN-Geräten, sondern auch mit den PoE-Geräten. Wenn ihr Interesse habt an den Produkten, schaut unten vorbei, gibt ein paar sehr attraktive Frühlingsrabatte und einen Rabatt von uns gibt es natürlich oben drauf. Ich hoffe, es geht mit dem Wind, denn die Situation vom Video vorher, die ist ungefähr gleichbleibend den ganzen Tag, außer dass jetzt noch ein bisschen Regen dazu kommt. Okay, also jetzt schaut mal daher. Da seht ihr schon ein gutes Beispiel dafür. Das war die Latte, die ursprünglich da war, also der JPJ, keine Ahnung. Das war die Latte und da ist jetzt noch dieses Brett bzw. die ganze Vorrichtung da dazu gekommen. Das ist tatsächlich schon ein Lärchenbrett. Also wenn ihr von unten drauf schaut, seht ihr es an der Maserung, an der Färbung auch schon ein bisschen, ist nicht mehr Fichte oder Bauholz und da ist sogar auch eine Tropfnase eingefräst, wie man hier sehen kann, die aber dann jetzt dann final tatsächlich auch mit Aluminium verkleidet wird, wieder geradlinige Tropfnase, aber ist natürlich super dann eben zum Abtropfen. Das hier speziell ist noch nicht fertiggestellt worden, also der Rahmen hier rund um die Tür und so, ist natürlich auch dem geschuldet, weil ein paar Dinge noch unklar sind. Zum einen hier mit der Klingel, also mit dem Öffnungssystem von den Wohnungen generell. Warte, komm mal ein bisschen zu mir, dass mein Audio passt. Das heißt, wir müssen von da eigentlich hier irgendwo mit der Türstock dann raus mit dem Kabel. Ob wir dann hier fahren, ob wir in der Isolierung fahren, ob wir hier mittig wirklich rausbohren, wir werden sehen. Wird ja anfänglich nicht wirklich angeschlossen. Es sollte nur da sein, damit man es easy peasy jederzeit dann umschließen kann oder umnutzen kann, die ganze Geschichte. Auf alle Fälle kommt mal rein. Wir sind jetzt mittlerweile, Tag heute, Licht brennt, kommt rein. Ich mache da mal zu, dann ist vielleicht weniger wendig, hoffe ich doch. Und zwar, wir befinden uns jetzt offiziell, gehen wir auf ins Penthouse, dann haben wir besseres Licht. Also jetzt sind wir am 8. Tag beim Thema Ausheizen. Bedeutet, das ist jetzt offiziell für mich der letzte Tag, wo ich mit 45 Grad Fußbodenheizung hier ins Haus reinfahre. Man merkt, es ist verdammt heiß. Also eigentlich so 2-3 Mal am Tag lüfte ich immer so um die 30, 40 Minuten, damit die feuchte Luft draußen ist. Aber es ist natürlich brutal heiß, also das erschlägt einen schon. Vor allem jetzt mit dem kurzärmeligen Leiberl ist es trotzdem noch brutal heiß. Im Vergleich zu draußen jetzt kein Wind natürlich. Und das Coole, man hört grundsätzlich keinen Wind, außer den ein oder anderen Bauzaun, der fast davon geflogen ist. Ein Bauzaun ist abgebrochen tatsächlich dadurch und der andere unten ist befestigt, den habe ich noch beschwert, blende ich euch sonst gerne eine Aufnahme ein diesbezüglich. Aber wir sind jetzt am 8. Tag angekommen, 14 Tage insgesamt wird ausgeheizt. Ab morgen starte ich den 5 Grad Rhythmus nach unten. Also 40, 35, 30, 25, 20 und dann ist normalerweise die die Belagreife, so nennt sich das, dass man das draufgeben kann, Fliesen, Vinyl, was auch immer, dass das dann funktioniert. Wir werden sehen. Auf alle Fälle, jetzt kommt's mal mit raus beim Terrassenelement und zwar hier habe ich euch schon ein paar Aufnahmen gemacht bei ein bisschen einem besseren Wetter. Dennoch bleiben wir jetzt hier mal beim Thema. Links und rechts wird hier alles Holz werden. Kommende Woche starten die auch schon damit. Boah, da geht es richtig schön warm raus. Das ist richtig angenehm. Da seht ihr die Unterkonstruktion, die hier schon weiter fertiggestellt worden ist. Also jeweils auf diese Latten, die dahinter sind, ist nochmal eine Latte draufgekommen, die hier jeweils tatsächlich dann bis zum Dachstuhl hochgeht. Das wird dann beschlagen, wird dann Lärche, so vertikale Lärche eben, blende ich euch auch ein, auch wieder wie bei der Garage nebenan. Und das ist jetzt auf beiden Seiten mal gemacht worden. Vorne passiert das simultan, laut Plan zumindest, kommende Woche. Das letzte Mal sind die Fragen, die ich wieder ins Video reingegeben habe, alle wirklich super angekommen. An der Stelle nochmal vielen Dank, auch für euren Input. Und da ist jetzt eine Folgefrage gekommen, die sich dann aber ergeben hat. Und ratet mal zu welchem Thema. Zu meiner zusätzlichen Toilette unten im 2. Untergeschoss. Da springen wir jetzt schnell hin. Der Beck 1000 hat gefragt, wieder ein super Video, warum gibt es denn überhaupt den Streifen zwischen WC-Wand und Treppe? Hättet ihr nicht die WC-Wand bis zur Treppe rüberziehen können? Guter Input, aber würden wir das hier rüberziehen, würde da oben genau das gleiche Thema entstehen. Also wir würden dann wieder hier quasi diese Schräge kreieren. Das müssten wir dann mehr oder weniger überall machen, beziehungsweise da oben ist es ja dann nicht mehr möglich, weil wir keine Wand versetzen können. Das heißt,
dann wäre einfach die Ebene eine Ebene höher, denn noch höher können wir nicht gehen. Das wäre das Ergebnis. Eine Frage ist auch, oder ein Vorschlag ist auch gekommen. Ich weiß gar nicht, wo eigentlich genau. Ich habe ihn im Kopf, aber ich weiß gar nicht, auf YouTube oder Instagram. Und zwar die Treppe einfach verbreitern. Ist natürlich auch ein Thema, dass man das machen könnte. Ich meine, grundsätzlich ist alles möglich. Okay, wir hätten es natürlich noch ausschalen können. Hier nochmal ein paar Bewährungen reinbohren. Das alles nochmal betonieren. Ihr hört es vielleicht schon raus. Also eigentlich müsste man da jetzt Münzen am Boden fallen hören, denn das ist einfach nur Cash on the Dash für überhaupt nichts. Deswegen, ich will jetzt schon die Luxusvariante, nämlich hier das zu verfließen. Denn ihr habt mich überzeugt, es ist doch die beste Variante. Es ist einfach schmutztechnisch eine super Sache, wird edel ausschauen. Ich habe große Fliesen, das heißt, es wird da eine Fuge in der Mitte wahrscheinlich geben, denn es sind so 1,20 und 1,20 lang. Zweimal wird sich höchstwahrscheinlich ausgehen, schätze ich mal. Da bin ich gerade echt am Überlegen, am Hin und Her. Fliesenleger links, rechts, alles noch nicht so ganz fix. Vor allem wann gestartet wird, werden wir dann sehen. Aber dazu dann was, wenn es soweit ist. Eine Frage, die ist auch gekommen, beziehungsweise das war eine Folgefrage für einen längeren Kommentar, das lese ich euch jetzt gar nicht vor, aber ich würde sagen, da gehen wir vors Haus. So, auf der Gartenebene angekommen, damit ich mir nicht bei meinen Fensterbanken komplett den Kopf zerstöre. Die ist ja natürlich super am Start, aber anderes Thema. Schaut nach links unten. Das ist zum Beispiel eine von den großen Absperrgittern, die ist befestigt mittig an der Stütze, also es kann gar nichts passieren. Aber die hat es natürlich immer so hin und her gekippt. Ich habe die jetzt da beschwert, dass es einfach ein bisschen leichter ist, damit es nicht hin und her fliegt. Aber ihr könnt sich vorstellen, ich habe wirklich jegliches Vertrauen verloren in irgendwas, was fest ist, durch die Aktion da am Anfang vom Video. Aber Leute, gehen wir weiter. Und zwar zu der Frage, die gekommen ist. Ich blende es euch jetzt ein. An der Stelle nochmal vielen Dank für den super und wirklich tollen Kommentar. Und zwar eine Frage, die sich sicher viele fragen und die mich auch selbst wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, baust du dann nach diesem Haus noch weitere für den Kanal? Also, grundsätzlich, ich sehe mich auf jeden Fall so, dass ich in der Immobilienbranche immer sein werde oder irgendwas zusätzlich machen werde. Ob ich das jetzt für den Kanal nochmal machen werde, vor allem jetzt in geplanter Manier, bedeutet Fertigstellung, direkt Vorstellung eines neuen Projektes. Ihr wisst ja, wie langsam das alles manchmal läuft, beziehungsweise meistens läuft. Man muss das vorher schon kaufen, man muss es planen, einreichen, finanzieren, projektieren, was auch immer noch alles. Und es dauert natürlich brutal lang, das Ganze. Deshalb müsste ich eigentlich, wenn ich nach dem Zeitplan gehen müsste, jetzt schon ein Grundstück haben oder kaufen, beziehungsweise in die finale Planung gehen, einreichen, damit das möglich wäre. Und das ist nicht der Fall. Ich brauche natürlich den Fokus von zeitlichen her auf ein Projekt, vor allem ist mein erstes großes Hausbauprojekt und es bedarf wirklich sehr viel Zeit und Fokus. Und das gleiche auch geldtechnisch. Ich möchte da nichts wirklich über den Kamm scheren oder zu schnell machen, sondern wirklich das Genießen, den Prozess genießen. Dann schaue ich, wie alles läuft, wie es mir gefällt und dann werden wir sehen, was sich noch weiteres ergibt. Eventuell tatsächlich für den Kanal. Aber das kann ich zum jetzigen Stand der Dinge einfach noch nicht wirklich beantworten. Aber trotzdem, danke für den super Kommentar. Diesmal eine bisschen kürzere Folge diese Woche. Dennoch wollte ich euch unbedingt auf dem Laufenden halten. Ihr wisst es, jede Woche hat wirklich große Fortschritte, die alle wirklich mit viel Spannung verbunden sind. Und da möchte ich euch wirklich, auch wenn es eine kurze Folge ist, immer am Laufenden lassen. So, an der Stelle mit dem Handy. Es kann sein, dass jetzt die Sonne nämlich schon weg ist. Der Regen zieht rein. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns kommende Woche und zwar zum ersten Update in Bezug auf die Fassade der Sonnleitenresidenz. Ich freue mich wieder auf euch. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest, falls ihr es feiert und wir sehen uns nächste Woche.